In diesem Tutorial zeige ich euch eine weitere effektive Fiedermontage, die klassische Schlaufenmontage. Und zum Schluss gibt es wieder einen Bonustipp von mir. Bleibt dran und seid gespannt. Hallo mal wieder und herzlich willkommen bei MS Friedfischen TV und für alle neue Gesichter, mein Name ist Michael Schlögel und meine Passion ist seit über 50 Jahren modernes Friedfischangeln pur. Ich führe Workshops in Gruppen sowie im Privatcoaching direkt am Wasser durch. Wer gerne hierzu Interesse hat, der kann mir gerne eine E-Mail schreiben, nun Film ab. Ich spreche heute über eine weitere meiner Lieblingsmontagen beim Futterkorbangeln, nämlich die klassische Schlaufenmontage. Wie jede meiner Lieblingsmontagen, wie zum Beispiel die Semi-Freilaufmontage, der Seitenarm oder die 13,5er Montage, hat diese auch in bestimmten Situationen Vorteile, aber auch Nachteile, die gleich genannt werden. Lasst uns reinspringen. Wie ihr bereits in meinen vorherigen Tutorials vielleicht gesehen habt, versuche ich immer mit wenig Komponenten die Montagen herzustellen. Das macht das Ganze oft verwicklungsfreier, weniger windanfällig, sensibler, zudem noch billiger. Ich setze die Schlaufenmontage speziell ein, wenn es um keine handlangen Fische geht, sondern das heißt größere Exemplare. Das sollen meine Zielfische sein. Die Montage ist sowohl im Stillwasser als auch im Fluss anwendbar. Deshalb gehört sie zu meinen Favoriten. Ein Vorteil ist, der Fisch merkt so gut wie keinen Widerstand beim Einsaugen des Köders und nimmt unvorsichtiger, herzhafter den Hakenköder auf. Die Montage hat im Vergleich zum Seitenarm sowie zur 13,5er Montage einen wesentlichen Vorteil. Da der Korb nur innerhalb der zwei Knoten sich hin und her bewegen kann, entsteht kein Pendel. Der Pendel kann bei starken Kanten- oder Pflanzenbewuchs dafür sorgen, dass der Fisch samt Montage sich festsetzt, also sich reinpendelt. Das ist hier weniger der Fall. Und nun zu einem Nachteil bei einer ganz bestimmten Situation. Und das ist der Einsatz bei ungünstigen Windverhältnissen im Zusammenhang mit einem leichten Hakenköder, wie zum Beispiel 2 bis 3 Pinkies, 2 Maden. Da kann es schon mal zur Verwicklung kommen. Man wirft zwar in den Schnurclip, die Montage samt Vorfach versucht sich zu spannen, aber der starke Seitenwind oder Gegenwind wirkt entgegen, sodass das Vorfach sich nicht 100% strecken kann. Oft sieht es dann so aus. Der Haken hat sich in die Schlaufe gelegt und das Tückische ist, man merkt es nicht, obwohl man in den Clip sauber geworfen hat. Ferner ist die Schlaufenmontage kein Freilaufsystem. Sie ist somit auf den Weltmeisterschaften nicht zugelassen, aber das betrifft ja nur eine Minderheit. Wie ich meine spezielle Schlaufenmontage binde, das zeige ich euch jetzt in den einzelnen Schritten. Zunächst lege ich zur Herstellung der Montage alle Komponenten sowie Helfer auf den Tisch. Ich benötige hierzu erstens einen Doppelkarabiner, ab einem Futtergewicht von 100 Gramm. Entscheide ich mich für die Heavy-Version, darunter genügt die Light-Version. Eine Inox-Schere und ein Zollstock dienen mir als Werkzeuge. Das war's schon. Ich nenne diese Montage 50-50. Das ist die Eselsbrücke. Ihr könnt euch merken, die Schnur, das ist das Ende der Schlagschnur, mit der könnt ihr arbeiten. Ich habe sie jetzt mal schon im Vorfeld mal schwarz markiert. Dann könnt ihr die Sehnen besser unterscheiden. Also ich nehme 50 cm weg und schneide hier die eine Sehne ab. Und jetzt gehe ich 50, habe ich hergestellt, die andere 50 cm nochmal abschneiden. Da gehe ich an den Knoten dran. So, das ist mein Dreh- und Angelpunkt. Das Ende schaut nach links und das auch. Und jetzt mache ich einen Überhandknoten oder in dem Fall, mein Liebling ist der Doppel-8-Knoten. Ich verzichte jetzt gleich mal auf das Nassmachen, ziehe zu und somit habe ich jetzt den ersten Knoten hergestellt. Das ist jetzt
gleich der Dreh- und Angelpunkt. Das ist die eingebundene Schnur, die schwarze. Die lasse ich jetzt in Ruhe. Und jetzt klappe ich das andere Ende hoch und nehme meinen Finger und mache das Finger breit. Und jetzt kommt es darauf an, was für eine Länge ich hier beabsichtige. Wenn ich in der Strömung angel, mache ich sogar 15 cm kurz die zwei Knoten. Das heißt, der Korb bewegt sich dann bei 15 cm hin und her. Bei vorsichtigen Brassen im Stillwasser nehme ich sogar, da gehe ich auf 45. Mittelwert, langsame Strömung, 50 Gramm Korb, vielleicht 30 cm. Das heißt, diese eine Sehne wird jetzt länger. Und hier setze ich jetzt meinen zweiten Knoten. Auch da wieder Doppel 8. Werdet ihr gleich sehen, die Figur wieder. Hier ist sie. Nass machen verzichte ich. So, und jetzt habe ich eine Schlaufe hergestellt. Die eine Sehne ist jetzt etwas länger. Wichtig ist jetzt das obere Teil. Das muss wirklich 100% festgezogen werden von allen Seiten. Ich nehme von allen Seiten hier, hier und vom Inneren, sodass ja nichts mehr verrutscht, weil hier wird ganz knapp abgeschnitten. Ich mache es jetzt extra mal länger. Hier ist ein Gabeleffekt, hier bleibt oft der Haken hängen. Aber ich habe ja sauber zugezogen und jetzt wird die Gabel entfernt und der Haken kann sich weniger hier reinsetzen. So, das andere Ende kommt jetzt, in dem längeren Ende kommt jetzt der Doppelkarabiner rein. Ich öffne den. Und ihr seht, er kommt nicht in Konfrontation hier mit dem Knoten, der ja eine Schwachstelle ist beim Werfen. Ich kann hier jetzt noch abschneiden. In dem Fall muss man jetzt nicht kurz abschneiden. Und habe jetzt meine erste Schlaufenmontage hergestellt. Und hier kommt jetzt noch das Vorfach dran, an das untere Ende. Wie lang soll das sein? Meine beste Empfehlung sind 20 cm. Das ist von hier bis hier gemessen. Ich habe hier schon mal markiert. Das weiß ich. Ich brauche also keinen Zollstock. Und hier wird ein Knubbel gefertigt. Einmal durch, zweimal durch, dreimal durch, viermal durch. Na. So, nass machen verzichte ich und zuziehen. So. Und fertig ist jetzt meine Schlaufenmontage. Und wie man hier jetzt erkennen kann, ich hänge jetzt hier den Korb ein. Hängt das Schwänzchen, wo jetzt gleich das Vorfach eingehängt wird, weg vom Korb und ihn somit als Abstandshalter und macht das Ganze verwicklungsfreier. Hier ist das Hakenvorfach, das halbiere ich. Und gehe dann in die Sehne hier rein und ziehe das Ganze zu. Und das setzt sich jetzt am Knubbel fest und ist auf jeden Fall verwicklungsfreier als eine Schlaufenmontage beim Stippen. Ich simuliere mal hier ein Biss. Hier ist das Vorfach. Der Fisch nimmt den Köder auf und schwimmt weg. Und ihr seht, der Futterkorb, er merkt nicht den Futterkorb, aber die Spitze, es wird an der Spitze signalisiert und man kann dann quittieren. Beißt der Fisch brachial und nimmt voll den Köder auf, dann stößt dieser Futterkorb hier an den Knoten und es entsteht Widerstand. In dem Moment hakt sich der Fisch selbst.
Oft bekommt man dann auch Rückbisse, in Englisch heißt das Backdrop, und das ist oft in der Strömung der Fall. Der Futterkorb ist dann so gewählt, dass er auf dem Gewässerboden gerade noch liegen bleibt. Beim Biss jedoch hebt er schneller vom Grund ab. Die Schnur fällt dann komplett zusammen, weil er mit der Strömung dann geht, und der Fisch hakt sich vom Korb selbst. Hier der Tipp: Beim Rückbiss muss man eher einen kräftigen Anschlag setzen, weil die Schnur ja weil man keinen Kontakt hat zur Schnur. Und jetzt zum Bonustipp. Sind Rotaugen oder Güster am Platz? Das sind immer unangenehme Gegner, die verursachen hektische Bisse und man bekommt oft Fehlbisse und man verzweifelt sehr oft. Hier die Lösung. Ich klemme ein Stotzblei Nummer 4, das ist eine große, die haben einen breiten Schlitz. Das ist ein zylindrisches Bleischrot bei 2 bis 4 cm in die Schlaufenmontage rein. Das muss man jetzt gewissenhaft machen, aber die Schlitze sind eigentlich groß für die Schlagschnüre. Und dann ziehe ich es hier fest. Ihr seht, ich habe jetzt die Schlaufe auf 2 bis 5 cm, in dem Fall 5 cm reduziert. Und das müsst ihr am Angeltag ausprobieren, ob es 2 cm oder 5 cm sind. Die Fische haken sich dann oft, die haben ein bisschen Spiel und dann haken sie sich selbst. Und das hat oft schon geholfen. Mich würde interessieren, wie ihr eure Schlaufenmontage bindet. Falls ihr sonst irgendwelche Fragen bei dieser Montage habt oder Themenvorschläge sogar, so lasst es mich gerne unten in der Kommentarleiste wissen. Ich hoffe, meine Montage hat euch gefallen. So könnt ihr mir gerne ein Like spendieren. Ich sage mal wieder Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Film. Euer MS.